Hey, herzlich willkommen. Signature Works Nummer 14, auch schon. Hure geil. Und wir haben wieder ein paar spezielle Sachen für euch, die wir euch zeigen wollen, die bei uns gerade aktuell auf dem Lift sind. Vielleicht gerade mal wäre interessant für euch, schreibt doch in die Kommentare, wie gefällt euch das Format? Findet ihr das geil? Ist das nützlich? Oder sagt ihr, das ist absoluter Bullshit? Ja, also wir fangen gerade bei mir an. Wir haben hier einen alten Valco auf dem Lift. Also der Kunde ist zu uns gekommen und hat einfach so ein paar Wünsche abgebracht. Ich will gerne Springergabel, ich will so ein bisschen einen höheren Lenker und so weiter. Wir haben die Springergabel angepasst. Da natürlich auch vorne mit einer Schutzblechhalterung, weil die Springergabel, die haben ja gar nichts dran. Also da tun wir das ganze Steuerrohr abflexen, ein neues Drehen mit dem M6 20x1 aufschweißen, die ganzen Abstände da alles einstellen und natürlich, dass man es nicht nur geklemmt machen kann, wie es original ist, also wie man die Springergabel bekommt, sondern dass man es auch richtig verschrauben kann. Sonst ist das ein absoluter Quatsch und man kann das Lagerspiel nicht schön einstellen etc. Also das ist sicher mal etwas, wo wir sehr gerne machen und auch recht regelmäßig. Dann da haben wir uns für den klassischen Lenker entschieden. Der ist so ein bisschen jobbermässig, hat eine gute Höhe. Ich bin 1,86 m groß. Ich sage immer, bequem zum Fahren ist es für mich persönlich, wenn ich von Sitzhöhe zu Griffhöhe so mindestens 20–25 cm habe. Das ist so ein bisschen für mich eine Einstellung, wo ich weiss, wo es bequem ist. Natürlich, schöner wird es dann, wenn es dann so 35 sind. Was haben wir da? Da werden wir etwa so um die 35 cm haben. Also das ist für mich sehr, sehr angenehm zum Fahren. Es ist nicht zu hoch, nicht zu tief. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres als Lenker auf Sitzhöhe. Ich bin halt auch schon Ü40, das ist halt das Problem, oder? Wir sehen das sehr, sehr oft. Das ist irgendwie ein Stil, den die Leute gerne haben. Gerade ein bisschen die jüngeren Generationen, so ein bisschen racingmäßig, oder? Für mich persönlich ist das aber nichts. Aber natürlich, ganz klar, jedem das Seine. Dann haben wir hier den Motor, der hat alles gebracht, komplett Zweigangmotor, wo wir einfach schnell einen Check machen. Der Motorcheck ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Wir sehen natürlich nicht in die Lagerstelle rein. Also das heisst, wir nehmen Getriebedeckel weg und auf der Zündseite und so können wir das Kurbellenspiel anschauen. Rein vom Spiel her, ist das noch im Rahmen oder ist das zu viel? Kupplungskorblager etc. Wir können all die Spiele schauen. Flankenspiel von der Zahnrädchen und so weiter können wir checken. Aber ganz wichtig natürlich, wir sehen nicht, zum Beispiel bei der Kurbelwelle sehen wir natürlich nicht ins untere Bläulager als Beispiel. Also das kann sein, dass dort das Spiel noch gut ist, aber natürlich, dass die Lagerstelle, gerade wenn er 20 Jahre gestanden ist, dass die Lagerstelle ein bisschen angefressen ist oder angelaufen. Und wenn man dann mit zu wenig Öl fährt, dann kann es natürlich sein, dass es trotzdem frisst. Also so ein Motorcheck ist immer mit Vorsicht geniessen. Wir sagen immer, es ist eine 50-50 Chance. Wir können wirklich einfach sagen, von dem Spiel her ist es okay, kannst du es riskieren. Dann haben wir quasi den Motor so einen neuen Zylinder montiert, ein bisschen stärker, angenehme 40 km/h und wir haben den fein abgestimmt. Also die Kabelzüge sind neu. Ein NSU Quickly-Tank, der steht total auf die NSU Quicklys. Und wir werden jetzt hier noch eine Halterung machen, wo wir das Tankli hier montieren. Alles roh, natürlich, der ist auch roh, der wird noch rein versiegelt. Dann ist das quasi fahrbar, also der kommt das abholen. Es ist alles gemacht. Dann kann er mit dem fahren und kann das irgendwann, wenn er Lust hat, nächsten Winter oder wann auch immer, kann er das zerlegen, kann den so lackieren, wie er ihn gerne will. Und dann selber wieder zusammenbauen. Also das ist wieder eine Variante, die wir machen. Also ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr individuell. Kommt einfach zu uns. Wir arbeiten etwas aus mit euch zusammen. Was könnt ihr oder wollt ihr selber machen? Was sollen wir übernehmen? Also sehr, sehr individuell. Ja, gibt sicher ganz eine lustige Sache. Ich finde die Tanke echt auch herzig. Was halt ein bisschen ein Seich ist, die haben nie eine Halterung. Also das muss man alles anlöten, komplett. Aber überhaupt kein Problem, das können wir alles im Haus machen. Jetzt gehen wir mal eine Kamera weiterführen. Dort ist nämlich noch der Marco und der Martin und die erzählen euch auch noch etwas. Also, kommt mit! Hallo! Oh, schau mal, da glitzert zum Glänzen im Ecke. So, seht ihr, was ich wieder mal für eine schöne Arbeit habe. Ich müsst euch mal vorstellen, die Räder, die noch schlechter als die aussehen. Also richtig schlecht.
Und der Kunde hat gesagt, ich habe total einen Neuaufbau gemacht. Ich will schöne Rädchen. Dann haben wir gesagt, selbstverständlich, machen wir doch gern. Jetzt müsst ihr euch das auf einen frisch restaurierten Töffel vorstellen. Ist das nicht einfach geil? Hä? Da müsstest jetzt richtig einen Kleber her, da bitte nicht dran lecken. Hä? Ihr kennt ja das, oder? Das Rad hat vorher so die Kugellager drin gehabt. Jetzt, ich glaube, jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das Rad ausgesehen hat. Jetzt ist auch der Konus durch. Das ist ein M11-Achs, was es hier drin hat. Sogar die Kugel. Die kommt wahrscheinlich nicht so gut über, aber die müsste richtig auch glänzen. Und wenn sie messen ist, hat sie auch schon wieder ein Untermaß gehabt. Also sprich, den Konus brauchen wir neu. Wir brauchen die Lagerschale brauchen wir neu. Wir brauchen neue Kugeln. Und dann haben wir uns gesagt, weißt du was, würde ja Sinn machen, die ganze Geschichte umbauen auf geschlossene Lager. Jetzt kannst du die aber nicht einbauen, weil sonst würde das Lager hier durchrutschen. Und für das empfehlen wir Reduzierschale. Gut, dann habe ich gedacht, tipptopp, bauen wir das so ein. Jetzt die Reduzierschale ist 31 auf 28. Das Rädchen hat aber 32 und nicht 31. Ja gut, wir wären ja nicht Signature Bikes, wenn wir nicht eine Lösung hätten. Wir haben einfach eine eigene Reduzierschale gemacht. Von 32 auf 28. Und da haben wir jetzt schön mit einer neuen 12er-Achse montieren. Und das Einzige, was man halt daran denken muss, dass man dann das auch noch auf 12 grösser macht. Weil das ist ja original den 11. Und jetzt haben wir hier eine saubere Sache. Man muss nie mehr nachziehen, man muss nicht irgendwie Kugeln schmieren. So, dann hat man das so zusammen. Und jetzt auf der anderen Seite haben wir einen Tachoantrieb. Da haben wir auch die Nut wieder eingefräst, dass man den Tachoantrieb weiterhin benutzen kann. Also weißt du musst dir das so vorstellen. Da innen läuft der Tachoantrieb. Und für das braucht es die zwei Nuten. Und da haben wir dann hier in die Reduzierschalen auch wieder gemacht. Man sieht es so ganz ein bisschen. Und jetzt funktioniert das wieder einwandfrei. Ja, hallo miteinander. Ich habe hier einen schönen alten Kristall, wie ihr seht. Der Kunde hat den gebracht. Wir haben ihn durchgeschaut. Das empfehlen wir einfach. Ich bringe das Töffel vorbei. Wir schauen das einmal eine Stunde durch und dann schauen wir das alles einmal anschauen und dann euch sagen, was wir empfehlen. Das heisst aber nicht, dass ihr das machen müsst. Ihr könnt selber sagen, du, ich will jetzt das einmal machen, wie ihr das wollt. Da hat jetzt der Kunde beschlossen, muss er so bleiben, wie er ist im Moment. Wie ihr seht, auch mit der Patina, wirklich da noch mit dem Stroh alles drin. Wir dürfen wirklich nichts putzen, muss er so bleiben. Hat er jetzt wirklich gesagt. Was wir jetzt machen, was wir besprochen haben, sind neue Kabelzüge, wie die sind wirklich durch gewesen, angerissen alles. Dann den Vergaser dürfen wir revidieren, der war undicht gewesen, da ist der Most immer neben rausgelaufen, sobald wir den Hahn aufgemacht haben. Und was ihr hier noch seht, da habe ich den Seitenschutz noch unten. Da ist die Halterung gebrochen, die hier am Rahmen ankommt. Das verschweissen wir nachher noch sauber neu verschweissen, dass man das auch wieder richtig befestigen kann und das nicht mehr scheppert von dort her. Eben, wie ihr seht, da könnte man einiges machen. Er hat jetzt mal gefunden, wir machen einfach so mal das Nötigste, dass man fahren kann. Das freut uns natürlich auch. Genau, also. Du siehst, schleicht sich wieder von hinten an. Ja, unglaublich. Weisst nie, wenn er schaut. Danke. Auf ein weiteres. Bald. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.